Neue Charakter gibt es immer nur zum FEC. Außerhalb des FECs erstelle ich keine neuen Charakter mehr. Warum sollte man sich das antun? Und ich habe außerdem schon ultra viele. Ich habe bereits 3 Blades, 4 Ranger, 4 Jester, 4 Ringmaster, 3 Elementoren. Wofür zur Hölle soll ich noch mehr Charakter erstellen? Hab doch schon alles. Und mehr als einmal pro Jahr fange ich ganz sicher nicht von neu an. Einmal pro Jahr, finde ich, reicht. Vor allem, wie gesagt, wenn du auf dem FEC so viel schneller bist. Also auf Borodeng neu anzufangen, vor allem wenn du gerade mit dem FEC fertig bist, also jetzt quasi, oder in 17 Tagen, ist ja egal, auf dem FEC, auf Borodeng neu anzufangen, da kriegst du ja Depressionen. Wie langsam das dann im Vergleich ist. Was ich nächsten FEC spiele, weiß ich noch nicht. Was ich nächsten FEC spiele, weiß ich noch nicht. Erstmal muss man das Update abwarten. Ob tatsächlich sich was am Balancing ändert. Vermutlich nicht, aber könnte ja theoretisch trotzdem sein. Ob irgendeine Klasse krass gebufft wird oder vielleicht Blade mal ein bisschen genervt wird. Was, wie gesagt, höchst unwahrscheinlich ist. Könnte aber trotzdem sein. Und dann werde ich es wahrscheinlich wieder relativ spontan entscheiden. Also wann habe ich das letzte Mal entschieden? Wann habe ich das letztes Mal entschieden? Habe ich es schon vorher gesagt, was ich spiele? Ich habe vorher gesagt, ich spiele Billposter oder Jester. Aber wann habe ich es dann gesagt, was ich spiele? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich es echt erst im Livestream dann gesagt, oder? Naja, auf jeden Fall würde ich es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder so machen. Dass es spannend bleibt. Und momentan schwebt mir aber tatsächlich Schwert- und Schildknight vor. Billposter wäre noch eine Option. Ja. Auf jeden Fall wieder was anderes. Also definitiv kein Jester. Das ist schon mal hundertprozentig sicher. Und naja, höchstwahrscheinlich auch kein Elementor, weil wie gesagt, ich habe ja schon so viele. Ja. Also kein Jester, kein Elementor. Beim Rest würde ich mal sagen, würde ich es mal offen lassen. Aber wie schon gesagt, das ist schon stark vom Update abhängig. Auch wenn sich beim Update wahrscheinlich absolut nichts ändern wird. Wie immer. Blade wird der Stärkste bleiben. Jester wird Kacke bleiben. Und der Rest bleibt auch so, wie es ist. Das Problem ist halt mit dem Update, das habe ich schon öfter gesagt, dass halt viele Klassen dann diese Probleme nicht mehr haben werden. Also zwar erst im Endgame, aber du hast ja jetzt eigentlich schon keine Probleme mehr mit irgendeiner Klasse 100% Crit-Rate zu erreichen. Vor allem nicht durch Blessings of the Demon und so. Und mit dem neuen Equipment wird es erst recht so sein, dass es noch leichter sein wird. Und ich weiß nicht, ob sie den Weitblick haben, das zu erkennen. Bei FlivePC ist ja das Problem, dass du als Ranger zum Beispiel irgendwann 250% Crit-Rate hast, wovon 150% komplett nutzlos sind. Als Blade das gleiche, als Blade bei FlivePC hast du auch fast 200% Crit-Rate, wovon fast 100% sinnlos sind. Die bringen gar nichts. Und wir sind jetzt, also wir stehen jetzt an dem Punkt, und bei anderen Klassen ist das gleiche mit so Cast-Time und so. Wir stehen jetzt an dem Punkt von Flive Universe, wo das wieder so ist. Also wo das
Wenn sie jetzt nochmal überall 5 bis 10% Crit-Rate draufhauen auf jedes Set, auf jede Waffe und so weiter, das braucht jetzt auch schon keiner mehr. Vor allem muss man ja auch bedenken, müsste es eigentlich eine Alternative geben, bei Waffen oder bei Sets, dass du sagen kannst, ich will keine Crit-Rate, sondern ich will keine Crit-Rate, ich will lieber mehr Crit-Damage und dann das Crit-Rate-Pad benutzen, wo ich dann zusätzlich noch gracen kann. Also diese alternativen Builds, die es ja in Fly eigentlich überhaupt nicht gibt und auch noch nie wirklich gegeben hat, die finde ich fehlen hier total. Ihr müsst mal den Tank gewurren, oder sind beide Amps tot? Na. Puh. Jesus. Weil sonst, wie gesagt, hast du einfach FlyFPC 2.0. Jeder hat eh viel zu viel Crit-Rate. Das Crit-Rate-Pad ist dann erst recht irrelevant, obwohl man es eigentlich schon benutzen wollen würde wegen dem Grace-Effekt. Also wenn man ein Pad-Feedback hat, würde man ja eigentlich schon das Crit-Rate-Pad benutzen wollen, weil du dann ja eigentlich mehr Schaden machst. Aber halt nur dann, wenn du nicht eh schon in Anführungszeichen zu viel Crit-Rate hast und das Crit-Rate-Pad halt an sich überhaupt noch Sinn ergibt. Oder noch Sinn ergibt und so. Also es wäre schon cool, wenn sie da einerseits alternative Builds ermöglichen würden und andererseits einfach darauf achten würden, dass halt, wie gesagt, ich meine, Ranger, okay, bei Ranger wirst du es niemals schaffen, der hat immer zu viel Crit-Rate. Sag mal so, Ranger ist halt eine Ausnahme. Da kann man es halt leider nicht ändern. Ich meine, wenn du 800 Decks hast irgendwann, dann hast du halt einfach zu viel Crit-Rate. It is what it is. Wobei man könnte es schon ändern. Man könnte sagen, ab 500 Decks oder so geben 10 Decks nicht 1% Crit-Rate, sondern stattdessen 1% Crit-Schaden oder so. Oder 0,5% Crit-Schaden oder so. Also man könnte es schon ändern. Sie werden es halt nur nicht tun. Und ist aber meine Hoffnung, dass sie es machen. Wäre schon cool. Und wenn sie das wirklich machen würden, dann bestünde ja, wie schon gesagt, theoretisch die Möglichkeit, dass eine andere Klasse etwas interessanter wird, als sie es jetzt ist. Wobei, wenn dann zum Beispiel Jester gebufft wird, wäre es trotzdem ätzend, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich keinen Jester spielen wollen würde. Also ich meine, selbst wenn Jester gebufft wird, habe ich ihn jetzt ja trotzdem schon gespielt. Das wäre dann zweimal hintereinander wieder das Gleiche. Und der Sinn von dem FEC war jetzt ja eigentlich zumindest für ein halbes Jahr was anderes zu spielen als sonst. Für ein bisschen Abwechslung. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel Jester krass gebufft werden würde. Also die Hoffnung wäre, dass alles irgendwie besser gebalanced wird und gebufft wird und so weiter. Und dann würde ja zum Beispiel auch ein Billposter mehr Sinn ergeben wahrscheinlich. Oder vielleicht auch Schwert- und Schildknight, wie gesagt. Bruh.